Ja, sie sind so offen verfassungsfeindlich und sie merken es nicht einmal. Ja, sie reklamieren die Demokratie für sich. Sie entscheiden, wer mitspielen darf und wer nicht. Hey Leute, in diesem Video geht es richtig zur Sache. Die Welt-Chefreporterin Anna Schneider nimmt die Grünen gnadenlos auseinander und zeigt, wie ihre Ideale in der Realität zerbröseln. Gleichzeitig feuert Beatrix von Storch von der AfD gegen die Altparteien und wirft ihnen vor, die Demokratie zu untergraben. Ist das der Anfang vom Ende für die Grünen? Und kämpft die AfD wirklich gegen eine totalitäre Macht? Das wird spannend. Bleibt dran. Auf geht's. Wir wollen auch über alles reden, über die Politik, über ihre Aufreger und vielleicht aber die Dinge, über die wir noch nicht gesprochen haben in dieser Woche. Studiogast ist Anna Schneider, Weltchefreporterin. Hallo Anna. Und Hi. du hast dich auch mal ein bisschen mit den Grünen diese Woche beschäftigt. Die haben es ja jetzt nicht so leicht, muss man sagen. In Sachen Asylpolitik ist da auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Da wird jetzt auch ein bisschen Druck gemacht von anderer Seite. Was beobachten wir da gerade bei den Grünen in sich? Also es ist ja wirklich spannend zuzuschauen. Und man hat tatsächlich, und das meine ich ganz unironisch, ein bisschen Mitleid, weil die Verzweiflung grenzt schon bald an Hysterie, wenn man so anschaut, was in den sozialen Medien alles passiert, also was da alles durcheinandergewürfelt wird. Und es gibt inzwischen auch schon einen offenen Brief, ich glaube der Basis der Grünen, wo so quasi drinsteht, dass ihnen der Rechtsruck, der ja eigentlich eher wieder ein Ruck in die Mitte ist und nicht wirklich ein Rechtsruck, aber okay, der macht ihnen halt große Sorgen und es war ein Dammbruch, diese 28 kriminellen Afghanen abzuschieben und so. Also man sieht schon, da geht's, was ja auch total okay ist. Die Grünen stehen ja tatsächlich für eine andere Asylpolitik. Ja. Naja, also man sieht eigentlich nun, dass Grüne lange und mühsam und sehr innig vorbereitete oder aufbereitete Narrative einfach zerbröseln. Und das verursacht offensichtlich großen Schmerz an der Basis. Da sehen wir ja auch Wirtschaftsminister Habeck sah heute auch ein bisschen gebrochen aus da im Bundestag, als er dann auch noch die schwächelnde Lage der Wirtschaft vorstellen musste. Man versteht ja, aber es ist, glaube ich, tatsächlich eine Zeitenwende, aber die halt nicht ausgesprochen wurde. Und darüber, also das könnte jetzt wirklich so ein Turning Point sein, weil die letzten Jahre waren ja schon dominiert von einer grünen, zumindest Gesellschaftspolitik und auch Asylpolitik tatsächlich. Und da könnte man jetzt echt erleben, wenn es die Ampel dann hinkriegt, dass sich da jetzt was tut. Also ich verstehe die Schmerzen total. Jetzt haben wir auch noch eine Diskriminierungskrise, zumindest laut Ferda Ataman. Wie meint sie das jetzt genau? Das ist zum Beispiel das beste Beispiel dessen, was jetzt, glaube ich, wirklich alle sehen, wie, es tut mir leid, aber unnötig es ist. Also als Amt und Bericht etc. Also, um es kurz zu machen, Ferda Ataman, unsere Antidiskriminierungsbeauftragte, hat einen Bericht vorgelegt die Woche, der total eben unterm Radar lief. 424 Seiten, die uns erklären, wir haben eine Diskriminierungskrise. Und man müsste das Diskriminierungsrecht ausweiten auf den Bund, obwohl der ja grundgesetzlich verpflichtet ist zur Gleichstellung. So. Und wenn man den durchliest, hat man wirklich das Gefühl, man blickt in eine Welt von vorgestern, also was unsere Sorgen angeht. Damals, als wir noch wohlstandsverwahrlost waren und uns Sorgen darüber gemacht haben, ob alle richtig gendern, jetzt ganz im Ernst. Und man könnte sich doch dann mal die allgemeine Frage stellen, was ist da eigentlich los? Also brauchen wir das wirklich? An diesem Bericht haben ernsthaft 7 weitere Beauftragte teilgenommen. Also wir haben neben der Allrounderin Ferda Ataman auch noch eine Antirassismusbeauftragte, wobei mir nicht klar ist, was der Unterschied eigentlich ist. Oder noch besseres Beispiel, wir haben einen Expertenrat Antirassismus, aber der Expertenkreis Islamismus wurde letztes Jahr oder vor 2 Jahren aufgelöst. Also das versteht doch wirklich niemand mehr. Nee, und was will Ferda Ataman uns tatsächlich jetzt damit sagen? Warum wird dieser Bericht ausgerechnet jetzt auf den Tisch gelegt? Das ist ganz grotesk. Im Vorwort steht wirklich, dass es so quasi keinen besseren Zeitpunkt gibt, als jetzt ihn vorzulegen. Also sie spricht natürlich auch von dem Rechtsruck, der nochmal, glaube ich, eher ein Ruck zurück in die politische Mitte ist. Und sie zählt da zwar Sachen auf, die sicher stimmen mögen. Also die AfD macht die Sorgen, ist klar. Und es gibt Rechtsextreme, ist klar. Aber sie könnte auch von anderen Dingen sprechen. Sie erwähnt zwar Islamismus und so auch am Rande, aber dieses Narrativ vom armen und bedürftigen Bürger, der unbedingt vom Vaterstaat beschützt werden muss in Diskriminierungsangelegenheiten, ist halt wirklich so alt. Das Stehen da jetzt auch Forderungen drin? Sollen Konsequenzen gezogen werden? Ja, natürlich mehr Geld, mehr Beratung. Und man sollte sich, glaube ich, eher überlegen, ob dieses Geld dort gut investiert ist, weil privater Rassismus und private Diskriminierung, das ist eine moralische Frage, die ist nicht rechtlich zu beantworten. Also da in einer offenen Gesellschaft nur noch mehr Geld in Beratungsstellen zu packen, damit sie noch mehr Leute irgendwie diskriminiert fühlen können und ihn zum Sprechen haben, halte ich für den absolut falschen Weg. Hast du das Gefühl, die Grünen verlieren sich irgendwo in kleinen Randdiskussionen und haben irgendwo längst das große Ganze aus dem Blick verloren? Ja, ich glaube, die kämpfen eben gerade härter eben an dieser Asylfront, aber nochmal dieser Bericht und diese Stelle, das ist
ist ja total, was im Weltbild entspricht. Ja? Und man sieht einfach jetzt gerade, wie stark das an der Realität zerschallt. Also wenn es wirklich um die großen Probleme geht, und ich verstehe nochmal, dass sie bei Asyldingen in schärferen Asylangelegenheiten Probleme haben, da mitzugehen, aber nochmal, wenn man sich diesen Bericht anschaut und diese Themen, die wir da beackert haben in den vergangenen Jahren, ich glaube, das würden vielleicht sogar die Grünen zugeben, dass wir da ein bisschen sparen könnten. Schauen wir mal, was die so zugeben oder nicht. Dankeschön, Anna. Gerne. Diese Landtagswahl in Thüringen war eine Zäsur. Und warum war sie eine Zäsur? Sie war eine Zäsur, weil erstmals eine extremistische Partei, eine verfassungsfeindliche Partei mehr als 1/3 der Stimmen bekommen hat. Und warum ist das relevant? Das ist relevant, weil dadurch eine Gefahr für den Rechtsstaat entsteht. Ihre Rede macht mir Angst. Ja, Sie sind so offen verfassungsfeindlich und Sie merken es nicht einmal. Ja, Sie reklamieren die Demokratie für sich. Sie entscheiden, wer mitspielen darf und wer nicht. Und mein Kollege Jacobi hat genau das in seiner Rede adressiert. Sie sind der Meinung, Sie können die Millionen oder Hunderttausenden von Stimmen, die wir bekommen, die AfD, ausschließen. Sie sind so offen verfassungsfeindlich, dass es einen erschüttern muss. Wir sind in Thüringen und in Sachsen mit Hunderttausenden Stimmen, 400.000, 700.000 Stimmen gewählt worden. Viel stärker als alle anderen. Die Bürger haben uns ihre Stimmen gegeben. Und Sie kommen an und zeigen mit dem Finger auf die Leute und sagen, eure Stimmen sind unwirksam. Die dürfen nicht zur Geltung kommen. Die sogenannte Sperrminorität ist genau dafür da, dass die Opposition, die nicht in der Regierungsmehrheit abgebildet ist, eingebunden werden muss, um die Macht der Mächtigen zu begrenzen. Wenn es um den Eingriff in die Verfassung geht, wenn es um die Bestimmung von Richtern geht, dann soll es einen Konsens über die Grenzen der Mächtigen, der Regierungen hinausgehen und die Opposition soll eingebunden werden. Und Sie sind so totalitär, dass Sie der Meinung sind, Sie müssen die Mehrheit oder die große Minderheit von 30% ausschließen, weil sie sonst in ihrer Macht begrenzt werden. Das ist so erschütternd, was Sie hier gerade abgeliefert haben, dass ich jedem empfehle, sich die Rede erst von meinem Kollegen Jacobi noch mal anzuhören, um dann Ihre totalitären, antidemokratischen Anschlag auf die Verfassung noch mal nachzuhören. So, das war's für heute, Leute. Jetzt wird's spannend. Geht das Projekt der Grünen jetzt unter oder gibt es doch noch eine Wendung? Und was haltet ihr von der scharfen Kritik an der AfD? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich bin echt gespannt auf eure Meinung. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mit einem Like und abonniert den Kanal, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Euer Feedback ist mir super wichtig, also kommentiert fleißig, was euch durch den Kopf geht. Und falls ihr mich unterstützen möchtet, könnt ihr das über PayPal tun. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen, bleibt kritisch und wir sehen uns im nächsten Video.